Hier schlägt das Herz der Demokratie oder es schlägt nicht. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir alle brauchen dieses Europa. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Wir reden hier über die großen Fragen der wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Probleme der Zukunft und Sie spielen hier Mickey Mouse. Da haben wir unterschiedliche, gegensätzliche Stilauffassungen. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Die Mehrheit hat nicht automatisch recht. Die Minderheit aber auch nicht. Welcher Weg heute beschritten wird, entscheidet auf Jahrzehnte hinaus. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. Ich halte die Zeit und danke Sie allen. Hier will ich bleiben, hier will ich sein, weil ich zu Hause bin, weil ich zu Hause bin, weil ich zu Hause bin. Weil ich wieder zu Hause bin, weil ich wieder zu Hause bin, weil ich wieder zu Hause bin, zu Hause bin. Das Reichstagsgebäude. Hier diskutieren und entscheiden die Abgeordneten über die Zukunft Deutschlands. Es werden Gesetze verabschiedet, das Parlament kontrolliert die Regierung, legt den Bundeshaushalt fest und wählt den Kanzler. Das Parlament ist die erste Gewalt im Staat. Es repräsentiert das Volk. Die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestages zeigt, dass seine Mitglieder in ganz verschiedenen Teilen der Gesellschaft verwurzelt sind. Sie bringen unterschiedliche Berufserfahrungen und Herkunftsgeschichten mit. Ihre Lebensläufe und Lebenswege werden unsere Debatten bereichern. Die Vielfalt ist eine Chance für uns alle, in diesem Haus, aber auch außerhalb. Die Historie des Reichstagsgebäudes ist eng verknüpft mit der deutschen Geschichte der vergangenen 150 Jahre. Ein Rückblick. Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts, die Kaiserzeit. In der konstitutionellen Monarchie des 1871 gegründeten Deutschen Reiches beginnt sich bürgerliches Selbstbewusstsein zu regen. Erstmals sollen die Reichstagsabgeordneten ein eigenes Parlamentsgebäude bekommen. Der Architekt Paul Wallot erhält den Auftrag, das Reichstagsgebäude zu bauen. 1884, Kaiser Wilhelm I. legt den Grundstein für den ersten Parlamentsneubau der Deutschen. Jahre später, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Vor dem Reichstag versammeln sich begeisterte Massen zu einem Kriegsgottesdienst. Das Parlament bewilligt Kriegskredite. Millionen sterben auf den Schlachtfeldern.
Hohenzollern-Monarchie. Philipp Scheidemann, der spätere Ministerpräsident, proklamiert am 9. November 1918 von einem Balkon des Reichstagsgebäudes aus die Deutsche Republik. Doch um die neue Republik wird noch heftig gerungen. In den Straßen Berlins herrscht Bürgerkrieg zwischen radikalen Republikgegnern und Demokraten. Die Regierung weicht nach Weimar aus. Am 31. Juli 1919 verabschiedet das Parlament mit großer Mehrheit die Verfassung der Weimarer Republik. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird in Weimar zum ersten Präsidenten der Republik gewählt. Aber die Demokratie hat immer noch viele Feinde. Es folgen unruhige Jahre, politische Morde, ein Putsch von ganz rechts. Ausgerechnet in dieser Situation stirbt Friedrich Ebert. 1925. Aufbahrung vor dem Reichstagsgebäude. Im selben Jahr wird der ehemalige Generalstabschef Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Ein Präsident, der im Herzen Monarchist geblieben war und die junge Demokratie innerlich ablehnte. In den sogenannten goldenen 20er Jahren normalisiert sich das Alltagsleben. August 1929. Die Demokratie begeht ihren 10. Geburtstag. Mit dem Börsenkrach am Schwarzen Freitag 1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus. Wieder kommt es zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Extremisten von links und rechts. SA-Trupps rasen durch die Berliner Straßen und überziehen das Land mit Terror. Hitlers braune Bewegung ist am Ende der größte Profiteur der Krise, auch in freien Wahlen, solange es die noch gibt. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Wenig später steht das Reichstagsgebäude in Flammen. Brandstiftung. Die Nationalsozialisten nutzen das als Vorwand, um die Verfassung auszuhebeln. In einem früheren Opernhaus verabschiedet ein Rumpfparlament das Ermächtigungsgesetz. Der Weg in den Führerstaat Hitlers ist offen. Deutschlands dunkelste Epoche beginnt. (1939). Der Größenwahn Hitlers reißt Europa in den Abgrund. Millionen Menschen werden aufgrund der nationalsozialistischen Rassenlehre wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer politischen Überzeugung in Konzentrationslager und Vernichtungslager verschleppt und ermordet. Der Zweite Weltkrieg tobt 6 Jahre lang. 1945. Deutschland ist besiegt und liegt in Trümmern. Mitte April erreichen sowjetische Einheiten die Berliner Stadtgrenze. Die Rote Armee stürmt das zusammengeschossene Reichstagsgebäude. Am 2. Mai wird die rote Fahne auf dem Dach des Gebäudes gehisst.
Sommer ziehen auch die 3 Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich in Berlin ein. Doch die Kriegsallianz gegen Hitler bricht schon bald wieder auseinander. 1948 riegelt die Sowjetunion die Westsektoren ab. Blockade. Die Westalliierten versorgen die Berliner aus der Luft. Der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter vor dem Reichstagsgebäude. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Schloss Herrenchiemsee. Während um Berlin gerungen wird, treffen sich hier die Ländervertreter zur Vorbereitung einer neuen Verfassung. Am 8. Mai 1949 wird das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat in Bonn beschlossen. Am 23. Mai tritt es in Kraft. Am 7. September 1949 tritt der erste Deutsche Bundestag zusammen. Er wählt Konrad Adenauer zum Bundeskanzler. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfen. Fast gleichzeitig wird in Ostberlin als Gegenmodell zur Bundesrepublik ein zweiter deutscher Staat gegründet, die Deutsche Demokratische Republik. Erster Präsident wird Wilhelm Pieck. Die DDR wird nicht von Volk und Parlament regiert, sondern von einem Politbüro, das rücksichtslos auch gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Am 17. Juni 1953 kommt es zu einem Aufstand in der DDR. Aus der Forderung nach höheren Löhnen wird schnell der Ruf nach freien Wahlen. Am Mittag des 17. Juni rücken sowjetische Panzer aus. Der Volksaufstand in der DDR wird mit Gewalt erstickt. In dieser Zeit bleibt das Reichstagsgebäude eine Ruine und zugleich Mahnmal für die deutsche Einheit. 1954 wird die baufällige Reichstagskuppel gesprengt. 3 Jahre später beginnt dann der langsame Wiederaufbau des Gebäudes. Eine architektonische Demonstration gegen die endgültige Teilung des Landes. Am 13. August 1961 beginnt um 1 Uhr nachts im Auftrag der SED und mit Billigung der Sowjetunion die Absperrung Westberlins. Erich Honecker hat die Aktion im Geheimen über Monate geplant, um die Massenabwanderung aus der DDR notfalls mit brutaler Gewalt zu verhindern. Wenig später baut das SED-Regime die Mauer. Die Westalliierten garantieren die Freiheit Westberlins. In der Folge besucht der amerikanische Präsident John F. Kennedy 1963 die Stadt. Die 80er Jahre. Noch trennt die Mauer die beiden Teile Berlins. Ronald Reagan am 12. Juni 1987 vor dem Brandenburger Tor. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ende der 80er Jahre fordern immer mehr Menschen in der DDR lautstark Demokratie und Mitbestimmung. Der Druck der Bevölkerung auf die Regierung in Ostberlin nimmt zu.
Freiheit und sie wollen raus aus ihrem Land. Aber längst nicht alle DDR-Bürger, die demonstrierend auf die Straße gehen, wollen in die Bundesrepublik. Diese hier fordern Freiheit in der DDR und die Stasi schlägt zu. Inzwischen ist in der DDR eine Bürgerrechtsbewegung herangewachsen, die sich nun zunehmend Gehör verschafft. Doch viele der jüngeren Generation sehen für sich in der DDR keine Perspektive mehr und wollen das Land verlassen. Szenen einer geglückten Flucht unweit des Reichstagsgebäudes, Berlin 1989. Im Sommer 1989 kampieren tausende DDR-Flüchtlinge in bundesdeutschen Botschaften in Budapest und Prag. Die Proteste in der DDR werden immer lauter. Ein Sammlungsort der Oppositionsbewegung ist die Nikolaikirche in Leipzig. Sie ist Ausgangspunkt für die großen Montagsdemonstrationen, die den Gang der politischen Entwicklung beschleunigen und das Ende der DDR einläuten. Am 4. November 1989 demonstrieren in Ostberlin mehr als 500.000 Menschen. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. Es ist die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. 5 Tage später verkündet Politbüromitglied Günter Schabowski, eher versehentlich, die sofortige Reisefreiheit für DDR-Bürger. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Herr Schabowski, was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Wir wollen endlich, dass das alles so wird, wie wir uns vorstellen, dass alles eins ist. Heute ist das Gefühl, als wenn heute Tag der deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Das hier ist ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir neue
Teppich des Mauerfalls den Bundestag in Bonn erreicht, erheben sich die Abgeordneten spontan. Nach dem Mauerfall beschleunigt sich in der DDR der politische Wandel. Ausdruck der Willensbildung ist auch der runde Tisch. Immer öfter heißt es jetzt auf Kundgebungen, wir sind ein Volk. In der Zwischenzeit beginnen internationale Verhandlungen über die Zukunft Deutschlands. Am 18. März 1990 finden in der DDR die ersten freien Wahlen statt. Endlich eine echte demokratische Wahl zu haben, ist für viele Menschen eine einschneidende, prägende Erfahrung. Am 23. August 1990 verkündet die einzige frei gewählte DDR-Volkskammer den Beitritt. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Der Abend des 2. Oktober 1990 vor dem Reichstagsgebäude. Hunderttausende versammeln sich vor dem alten und künftigen Parlamentsgebäude, um die bevorstehende Wiedervereinigung zu feiern. Damit ist die staatliche Teilung Deutschlands überwunden. Die erste Sitzung des neu gewählten gesamtdeutschen Parlaments findet im Dezember 1990 im Berliner Reichstagsgebäude statt. 1991 fällt die Entscheidung für Berlin als Sitz von Parlament und Regierung. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen, Enthaltung. Eine knappe Entscheidung für Berlin und eine große Mehrheit später für das Reichstagsgebäude. Es muss als Haus des Bundestages umgebaut werden. Architekten aus aller Welt reichen ihre Ideen ein. Norman Foster erhält den Auftrag. Entgegen seiner ursprünglichen Planung baut er auf ausdrücklichen Wunsch des Bundestages eine begehbare Kuppel, die heute weltberühmt ist. Doch vor dem Umbau wird das Gebäude erst einmal verpackt. Im Sommer 1995 verwandelt das Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude das Reichstagsgebäude für 2 Wochen in ein spektakuläres Kunstwerk. Berlin erlebt ein Sommermärchen. April 1999. Das Gebäude ist fertig. Symbolische Schlüsselübergabe an den Bundestagspräsidenten. Die Abgeordneten nehmen im neu gestalteten Reichstagsgebäude ihre Arbeit auf. Die Mitglieder des Bundestages sind die einzigen direkt gewählten Repräsentanten des gesamten deutschen Volkes. Sie entscheiden mit ihrer Stimme im Parlament, wer regiert und nach welchen Regeln sich das gesellschaftliche Zusammenleben gestaltet. Die aktuelle Zuspitzung in den Debatten zeigt mir, wir brauchen eine größere Offenheit. Die Mehrheit hat nicht automatisch recht, die Minderheit aber auch nicht. Alle müssen sich bewegen, aufeinander zugehen. Wer Gegenpositionen einfach abtut, macht es sich zu leicht. Niemand ist im Besitz der einzig richtigen Lösung.
Die parlamentarische Demokratie lebt von einer lebendigen Streitkultur, von Meinungsvielfalt, von Kontroverse und Konsens, von Rede und Gegenrede und schließlich von der mehrheitlichen politischen Entscheidung. Die Demokratie lebt nicht aus sich heraus oder weil sie auf dem Papier steht. Sie lebt vom Gemeinsinn und Offenheit. Akzeptanz erfährt die Politik, wenn wir uns daran orientieren. Wir werden niemals die Wünsche aller erfüllen können. Aber wenn wir vorankommen wollen, müssen wir offen sein für neue Perspektiven in den Kommunen, auf der Landes- und Bundesebene. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands sind die Herausforderungen in der Welt komplexer geworden. Die Auswirkungen der Globalisierung sind für alle Menschen spürbar. Die Finanzkrise, der Kampf gegen den Terror, Krieg, Flucht und Vertreibung, die Corona-Pandemie und die Folgen des Klimawandels stellen eine stetige Herausforderung für die Demokratie selbst, ihre Institutionen und ihre gewählten Vertreter dar. Viele große strittige Themen liegen vor uns. Der Klimawandel, besonders der Umbau der Wirtschaft mit dem Ziel, Klimaneutralität zu erreichen. Nachhaltige Entscheidungen erwarten gerade die jungen Menschen in unserem Land von uns. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihnen Recht gegeben. Wir entscheiden eben gerade nicht nur für unsere Generation, sondern auch für die kommenden Generationen. Auch in Ausnahmesituationen wie dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zeigt sich das Parlament handlungs- und beschlussfähig. Die Parlamentarier ringen um die notwendigen Maßnahmen. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Wir sind fassungslos angesichts dessen, was den Menschen in der Ukraine erneut angetan wird, aber wir sind nicht ohnmächtig. Wir bleiben bei der Wahrheit, wir weisen die Lüge zurück. Wir stehen heute und in Zukunft fest an der Seite der Ukraine. Der Angriff auf dieses Land ist ein Angriff auf unser aller Wertesystem. Es ist die Provokation der Freiheit, die Putin und die Seinen nicht aushalten. Insofern ist es eine Systemfrage, an der wir heute stehen. Dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt Waffen an die Ukraine zur Selbstverteidigung liefert, ist in dieser Situation eine tragische Notwendigkeit und moralisch geboten. Wenn Sie eine umfassende Ertüchtigung unserer Streitkräfte wollen, und wir wollen sie ganz offensichtlich ab heute mit Ihnen, dann werden wir auch gegen Widerstände diesen Weg mit Ihnen gehen. Innerhalb weniger Tage haben wir in der EU einen historischen Schulterschluss erreicht. Die Menschen, die sich jetzt bei uns in Sicherheit wissen, müssen vertrauen, dass wir ihnen beim Wiederaufbau helfen. Wir brauchen Stabilität. Es darf auf keinen Fall darin münden, dass Sie schon jetzt die nächste Migrationswelle planen. Krieg und Gewalt dürfen schlichtweg nicht das letzte Wort in der Geschichte sein, meine Damen und Herren. Die Arbeit des Bundestages soll nachvollziehbar und transparent sein. Jeder kann als Gast an Plenarsitzungen teilnehmen oder die Debatten im Parlamentsfernsehen live verfolgen. Das Reichstagsgebäude ist auch ein Publikumserfolg. Einmal im Jahr, am Tag der Ein- und Ausblicke, können die Besucher das gesamte Gebäude besichtigen. Es ist überwältigend einfach, oder? Wenn man da den ganzen Blick rundum hat. Also mir hat es sehr gut gefallen. Wo ich jetzt da oben war und da quasi runtergeguckt habe, hat man schon gemerkt, quasi da unten wird jetzt Politik gemacht. Also da merkt man richtig, da werden die großen Entscheidungen halt gemacht. Und das fand ich cool. Ja. Ich komme aus Sydney, aus Australien. Ich habe es sehr toll gefunden und wichtig, dass dieses Gebäude ist für alle Leute und Ausländer geöffnet. Vielen Dank. Ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Irrtum egal, gib
die Verlängerung. Hat neuer Plan, dann ihr Leben ist Veränderung. Egal was kommt, wird gut, sowieso. Immer geht ne neue